Stell dir vor, du siehst einen Straßenbahnwagen die Gleise entlang rasen und direkt auf 5 Arbeiter zusteuern, die nicht fliehen können. Zufällig stehst du neben einer Weiche, die den Waggon auf ein zweites Gleis umleiten kann. Hier ist das Problem. Auf jenem Gleis gibt es auch einen Arbeiter, aber nur einen. Was tust du? Opferst du einen Menschen, um 5 zu retten? Das ist das Trolley-Problem. Ein ethisches Dilemma, das 1967 von der Philosophin Philippa Foot entwickelt wurde. Es ist beliebt, weil es uns zwingt, eine Entscheidung zu treffen, wenn es keine guten Optionen gibt. Wählen wir die Handlung mit dem besten Resultat oder halten wir uns an einen Moralkodex, der uns verbietet, einen Tod zu verursachen? In einer Umfrage fanden es 90% der Befragten in Ordnung, die Weiche umzustellen und einen Arbeiter sterben zu lassen, um 5 zu retten. Andere Studien, darunter eine virtuelle Realitätssimulation des Dilemmas, kamen zu ähnlichen Ergebnissen. Diese Urteile entsprechen dem philosophischen Prinzip des Utilitarismus. Nachdem die moralisch richtige Entscheidung das Wohlergehen für die größte Anzahl an Menschen maximiert. Die 5 Leben überwiegen eines, selbst wenn das Ergebnis den Tod einer Person in Kauf nimmt. Aber Menschen wählen nicht immer diese Sichtweise, was klarer wird, wenn wir das Trolley-Problem leicht verändern. Dieses Mal stehst du auf einer Brücke über dem Gleis, als der abgekoppelte Waggon sich nähert. Jetzt gibt es kein zweites Gleis, aber einen sehr großen Mann neben dir auf der Brücke. Wenn du ihn umstößt, hält sein Körper den Waggon auf und rettet die 5 Arbeiter. Er aber wird sterben. Für Utilitaristen bleibt die Entscheidung genau gleich. Ein Leben verlieren, um 5 zu retten. Hier sagten nur 10% der Menschen, dass es in Ordnung sei, den Mann auf das Gleis zu stoßen. Unser Instinkt sagt, dass das vorsätzliche Verursachen eines Todes anders ist, als jemanden als Kollateralschaden sterben zu lassen. Es fühlt sich aus schwer erklärbaren Gründen falsch an. Dieser Schnittpunkt zwischen Ethik und Psychologie macht das Trolley-Problem so interessant. Das Dilemma in allen Variationen zeigt, dass unsere Empfindung für richtig oder falsch von mehr Faktoren abhängt als dem logischen Abwägen des Für und Wider. Zum Beispiel sagen mehr Männer als Frauen, dass es in Ordnung sei, den Mann von der Brücke zu stoßen. So entschieden auch Menschen, die vor dem Experiment ein Comedy-Video sahen. In einer virtuellen Realitätsstudie waren Leute eher bereit, Männer zu opfern als Frauen. Forscher haben die Hirnaktivität bei Menschen untersucht, die über die klassische und die Brückenversion nachdachten. Beide Szenarien aktivieren Hirngegenden, die an bewusster Entscheidungsfindung und emotionaler Reaktion beteiligt sind. Doch in der Brückenvariante ist die emotionale Reaktion viel stärker. Ebenso die Aktivität in der Hirngegend, die mit der Verarbeitung innerer Konflikte zu tun hat. Woher der Unterschied? Eine Erklärung ist, dass es sich persönlicher anfühlt, jemanden in den Tod zu stoßen. Das aktiviert eine Abneigung gegen das Töten einer anderen Person. Aber wir sind im Zwiespalt, weil es doch die logische Wahl wäre. Das Trolley-Problem wurde von einigen Philosophen und Psychologen kritisiert. Sie bestreiten dessen Aussagekraft, da die Situation so unrealistisch sei, dass Studienteilnehmer sie nicht ernst nehmen. Doch neue Technologien machen diese Art der ethischen Analyse wichtiger denn je. Zum Beispiel müssen fahrerlose Autos abwägen, ob sie mit einem kleinen Unfall einen größeren verhindern sollen. Gleichzeitig erforschen Regierungen autonome Militärdrohnen, die Entscheidungen treffen könnten, ob sie Zivilopfer riskieren sollen, um ein hochrangiges Ziel zu treffen. Wenn diese Handlungen ethisch sein sollen, müssen wir im Vorhinein festlegen, wie Menschenleben zu bewerten sind und das Gemeinwohl abschätzen. Forscher, die autonome Systeme erforschen, arbeiten deshalb mit Philosophen, um das komplexe Problem zu bewältigen, Ethik in Maschinen einzuprogrammieren. Das zeigt wiederum, dass selbst hypothetische Dilemmas mit der realen Welt kollidieren könnten. Möchten Sie sich weiterhin mit ethischen Dilemmas aus sicherer Entfernung auseinandersetzen? Abonnieren Sie unseren Kanal.